das falsche Intro. Falsches Intro. Tandemis experto pust. Vermautem Roma. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Nein, was wir brauchen, ist Frieden. Armini. Cura ut Germania tota recte sciat, quid hostibus nostri sagam. In Rom hat man mich gelehrt, meine Familie zu vergessen, meine Leute zu verachten, meine Art zu leben und vor allem machtgeil zu sein. Ich war einer von ihnen, aber weil ich weiß, wie sie leben, werdet ihr wissen, wie man sie stereotypisch umbringt. Lasst uns gemeinsam kämpfen. Der Wolf wird kommen und die Welt wird brennen. Falsches Intro! Lach- und Sachgeschichten. Heute mit einigen Spielfiguren, einem spannungsgeladenen Spielfilm, der Schlacht im Teutoburger Wald, einer altertümlichen Sprache und natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Fabulae ad ridendum et discendum, hodie, cum non nullis figuris, pellicula mentem aliciente, proilio in Teutoburgiense saltu, lingua antiqua et sane, cumure elepantoque. Das war klassisches Latein. Freie Übersetzungskunst und exquisite klassische Aussprache definieren diese Netflix-Serie, die das Herz vieler historisch begeisterter Zuschauer erobert hat. Und mag sie noch so cool sein, an manchen Stellen ist sie dennoch inakkurat. Mit Hilfe von 16.500 Playmobil-Spielfiguren stellte Armin Maywald für die sonntägliche Sendung mit der Maus die berühmte Varusschlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christi Geburt nach. Heutzutage liegt die wissenschaftliche Schätzung der Menge an Soldaten laut Wikipedia etwas höher, bei etwa 20.000 Mann insgesamt. Die Größe einer Legion, lateinisch legio, feminin, variiert nämlich je nach der vorliegenden Ära bzw. Periode in der Geschichte des Römischen Reiches. Während der späten Republik bis zum frühen Prinzipat umfasste sie insgesamt etwa 5.200 Mann in Infanterie sowie 120 Auxiliartruppen und die Infanterie wiederum bestand aus 10 Kohorten, woraus ich gefolgert habe, dass eine Kohorte, lateinisch cohors, feminin, zu der Zeit 5.200 durch 10, also ca. 520 Mann umfasste, wobei die Standardangabe bei 480 Mann in einer Kohorte liegt. Mathematisch gesehen wäre die Anzahl an den anwesenden römischen Soldaten folglich etwa 3 mal 5.200, die Infanterien der 17., 18. und 19. Legion plus 6 mal 520, die 6 Kohorten, plus 3 Kavallerieflügel der Auxiliartruppen, die aus den sogenannten Peregrini bestanden, Bewohnern Roms ohne Bürgerrechte, lateinisch ala. Die Anzahl der Soldaten des Kavallerieflügels innerhalb der römischen Auxiliartruppen ist unbekannt. Insgesamt ergebe dies bis zu 18.720 Mann unter der Führung von Publius Quinctilius Varus ohne die Kavallerie. Der Mittelwert an Teilnehmern an der Schlacht der durch den Verräter Arminius vereinigten germanischen Stämme, die die Römer durch dessen genial geplanten sowie durchgeführten Hinterhalt vernichtend schlugen, liegt bei etwa 20.500 Personen, vermutlich sowohl Männern als auch Frauen. Jener hervorragende
lehrreiche Beitrag der Sendung mit der Maus wurde am 26. Juni 2005 um 11:30 Uhr bei dem Sender der ARD ausgestrahlt und sollte ursprünglich den Ursprung des Namens Armin erörtern sowie die inspirierende Geschichte des Arminius erzählen. Circa 11 Jahre danach wurde auf dem YouTube-Kanal der polnischen Film- und Fernsehakademie der überaus aufwendige und viel Herzblut fordernde 40-minütige Film eines Schülers mit dem Titel Imperator über das turbulente erste Vierkaiserjahr des Römischen Reiches während der Kaiserzeit veröffentlicht. Die großartige Besonderheit der Kreation: die Dialoge der auftretenden Figuren waren in Latein verfasst worden. Neben gelungener visueller Bildsprache und Kameraführung sowie grandioser musikalischer Untermalung zeugt der Film von einer anspruchsvollen Produktion und guter Dialogführung, selbst wenn die lateinische Aussprache nicht immer, wie man es als historisch akkurat erachten würde, klassisch ist. Und nicht lange dauert es, nach einer kurzen Unterredung mit Kaisar Galba, bis Barbaren, ja sogar Germanen erscheinen, von denen einer wahrscheinlich sogar einen rekonstruierten germanischen Satz ausspricht. Jene erstaunliche Kreation ist in der Videobeschreibung für alle Interessierten verlinkt. Erfreulich, aber notwendigerweise auch selbstverständlich ist, dass die physische sowie soziale Darstellung der Barbaren keineswegs stereotypisiert ist und nicht der römischen Propaganda von Julius Caesar entspricht. Barbarischen Klischees im Sinne der Kleidung werden an beinahe jeder Ecke ausgewichen. Jedoch werden die bereits komplexen sozialen Strukturen der Germanen extrem vereinfacht. Die Serie folgt überwiegend einem durch dessen Abstammung zusammengehörigen Trio aus dem germanischen Stamm der Cherusker, lateinisch Cherusci. Arminius oder Armenius, einem Germanen, der im Kindesalter von seinem Vater Sigimer oder Sigimir, germanisch Sigimaris, zusammen mit seinem Bruder Flavus, sein römischer Name, zur Stärkung des Bundes zwischen den Cheruskern und den Römern an jene übergeben wurde. Thusnelda, dessen historisch bezeugte Geliebte und die ihres fiktiven Begleiters Volkwin sowie Tochter von Segest, lateinisch Segestes, einem Verbündeten der Römer, sowie Volkwin Wolfsbär, von denen letzterer für die Serie allein geschaffen wurde. In der Serie beschließt das Liebespaar Thusnelda und Volkwin nach der Verkrüppelung ihres ebenso fiktiven Bruders durch die Römer mit Hilfe von Unterstützung aus jenem Stamm den Adler einer Legion, lateinisch Aquila, der vom Aquilifer getragen wird, aus einem römischen Lager, lateinisch Castra, zu rauben. Jedoch wird ihnen der Zutritt verhältnismäßig bzw. überraschend rasch gewährt, allein um die Eindringlinge als unbeschreiblich heroisch und unbestreitbar cool darzustellen. Nur hat sich dies nie so zugetragen. Lange vor dem Beginn der Handlung von Barbaren, nämlich im Jahre 16 vor Christi Geburt, wurde der Adler von einem anderen germanischen Stamm, den Cicambri, gestohlen. Die omnipräsente, coole Ästhetik bedeutet allgemein, trotz ihres visuell beeindruckenden Stils, einige Probleme. Die allzu abgenutzt scheinende Rüstung der Römer wirkt zum Beispiel zwar interessanter, ist jedoch auch weniger sinnvoll als eine glänzende. Und den Feuerwall, der das Feld der Varusschlacht durchkreuzt, hat es nie gegeben. Persönlich bin ich nicht der Meinung, dass es die Intention der Drehbuchautoren war, dass kleinere, historisch inakkurate Details als ein Kritikpunkt wahrgenommen werden sollten, sondern eher als Teil des Gesamterlebnisses, das die Serie dem Zuschauer beschert.
Hauptdarsteller ist Laurens Rupp, der die Rolle des Arminius bzw. Armenius übernahm, dessen germanischer Name in der Geschichtsforschung unbekannt ist. Thusnelda wird von der deutsch-französischen Schauspielerin Jean Gousseau ihr Pathos verliehen und Volkwin Wolfspeer wird von David Schütterer gespielt. Darüber hinaus spielt Bernhard Schütz-Segestes einen engen und treuen Verbündeten der Römer. Die Rolle des Generals Varus hingegen, der von dem Kaiser Octavianus nach Germania entsandt wurde Gaetano Aronica übergeben, dessen Aussprache von klassischem Latein in den Augen einiger Zuschauer filmische Darstellungen der Römer in der Vergangenheit größtenteils in den Schatten stellt, sowie die historisch inakkuraten Details quasi annulliert. Obwohl jene, ich muss gestehen, nur selten an unabsichtlich hinzugefügten Vokalen am Ende leidet. Italienisch heißt Welt, beispielsweise ja Mondo statt lateinisch Mundus, wodurch Italiener im Fall von Substantiven weniger an finale Konsonanten gewohnt sind, besitzt sie insgesamt eine umwerfend akkurate Authentizität. Die mit Expertise geschliffenen und gekonnt übersetzten Dialoge machen sich statt modernen Ausdrücken geschickt verfasste sowie auch frei erfundene Umschreibungen zunutze. Allerdings sind manche Ausdrücke auch nicht im korrekten Kontext verwendet worden. Die international populäre deutsche Serie Barbaren von Jan-Martin Scharf, Arne Nolting sowie Andreas Heckmann dient vorrangig der Unterhaltung und wirkt daher in meinen Augen eher wie eine erdachte Fantasy-Erzählung, die sich großartig den Künsten der lateinischen Sprache bedient, als eine historisch akkurate Berichterstattung. Jedoch ist die erfolgreiche Kombination ihrer coolen Mainstream-Ästhetik mit klassischem Latein ein avantgardistischer Triumph und ihre Bemühung, die hinter ihr stehende historische Recherche mit authentisch vermittelten sprachlichen sowie kulturellen Inhalten zu vereinen, ein Fortschritt in die korrekte Richtung. Selbst wenn er auch allein einem Säuglingsschritt und bei weitem nicht einem auf den Mond gleicht. Fibul wurde von Vientama identifiziert. Wanderungen Cam Nalululist, Pfifferich, Palicula mantem Eichien, Tutobargin, Chaltu, Lingua, Entikaua, Artichen, Cam Bier allen. Vegetarische, lateinische Jakalusu-Ratten. Das war der Google-Übersetzer. Osonses painu meden holosylypu prossolijanes titosen totelas hokronos apaitei solange du lebst, gedenke und traure nicht zu sehr. Ungemein kurz ist das Leben, das Ende bringt die Zeit von selbst. Osonses painu meden holosylypu prossolijanes titosen totelas hokronos apaitei. Solange du lebst, gedenke und traure nicht zu sehr. Ungemein kurz ist das Leben, das Ende bringt die Zeit von selbst.